Kommt euch folgende Situation bekannt vor. Ihr wollt einen Charakter erstellen, aber die Idee in eurem Kopf ist irgendwie schwammig und nicht sonderlich präzise und ihr könnt euch auch kein klares Bild von eurem Charakter machen. Vielleicht habt ihr auch noch nicht mal eine grobe Idee für euren Charakter oder für seine Persönlichkeit. Deshalb möchte ich euch heute 4 Methoden zeigen, mit denen ich meine Charaktere präziser und konsistenter mache und mit denen ich ein Charakterprofil erstelle. Also, legen wir los. Der Traum eines jeden Autors ist es wahrscheinlich, einen Charakter zu haben, in dessen Kopf man sich perfekt reinversetzen kann oder dessen Handlungen man zumindest so schreiben kann, dass sie sich nicht widersprechen. Doch dafür braucht man eine Möglichkeit, die Persönlichkeit und das Profil des Charakters auf einfache Punkte runterzuklopfen. Oder anders gesagt, man braucht Charaktereigenschaften. Auf der einen Seite gibt es einfache Dinge wie das Alter, Aussehen und dergleichen, die man einfach selber festlegen kann. Und dann kommen die schwierigen. Wie handelt mein Charakter und an welchem Leitmotiv mache ich das eigentlich fest? Es hilft wenig, wenn man erst einen 30-seitigen Text lesen muss, nur damit man sich daran erinnern kann, wie mein Charakter in einer bestimmten Situation handeln soll. Aber wir können uns an dieser Stelle mit Keywords oder Charaktereigenschaften weiterhelfen. Und genau auf diesen basieren diese 4 Methoden. Aber ich muss vorwarnen, das Finden dieser Keywords allein reicht für das Erstellen eines wirklich guten Profils nicht aus. Es ist nur der erste Schritt. Wie ihr aber weiterverfahren könnt, das erkläre ich dann in jeder Methode nochmal zusätzlich. Nummer 1. Archetypen. Archetypen ist bei weitem die simpelste Methode, um einen Charakter greifbarer zu machen. Es ist einfach nur ein simples Wort. Entweder eine Beschreibung des Charakters oder einfach nur des Zweckes, den er erfüllen soll. Bekannte Archetypen sind zum Beispiel sowas wie der Mentor oder eigentlich technisch gesehen auch der Held und viele weitere, die es dort gibt. Sie brechen im Endeffekt einen Charakter auf die Funktion innerhalb der Geschichte runter. Das kann gerade am Anfang recht hilfreich sein, wenn man noch wirklich gar nichts hat, um seinen Charakter zu definieren. Und auch sehr hilfreich für die Definition innerhalb einer Gruppe, da Archetypen oftmals Einflüsse aufeinander haben können. Bekannt ist hier zum Beispiel der Trope Five-Man-Band, der aus den Archetypen Big Guy, Smart Guy, Leader, Lancer und dem Chick bestehen. Auch wenn ich die letzte Beschreibung total bescheuert finde. Aber diese Archetypen bilden eine gewisse Synergie untereinander, weswegen sie meistens zusammen verwendet werden. Archetypen könnt ihr eigentlich ganz simpel googeln, aber solltet ihr keine sonderlich gute Liste finden, dann schreibe ich euch eine unten in die Beschreibung. Die Beschreibung sollte euch einigermaßen dabei helfen herauszufinden, welchen Archetypus ihr für euren Charakter möchtet, in welche Situation er gerade reinpasst. Aber gerade bei Archetypen müsst ihr sehr vorsichtig sein. Sie reichen nur aus, um eine grobe Richtung zu geben. Wenn ihr nur mit Hilfe eines Archetypen glaubt, dass ihr einen Charakter daraus erzeugen könnt, dann habt ihr mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einfach nur ein vollkommenes Klischee erstellt. Betrachtet es also einfach nur als ersten Schritt innerhalb einer Verfeinerung und ihr könnt darauf immer noch die Methoden 2, 3 und oder 4 einfach drauf anwenden. Nummer 2. Tropes. Tropes können im Endeffekt genauso grob wie Archetypen sein, aber auch viel granularer. Tropes sind im Endeffekt auch nichts anderes als die Beschreibung einer gewissen Situation oder einer Handlung bzw. einer Charaktereigenschaft innerhalb eines gewissen Zeitraumes. Bei Tropes habt ihr den Vorteil, dass ihr sehr viel mehr Auswahl habt, die auch sehr viel präziser sein kann. Mithilfe vieler zusammenpassender Tropes könnte man einen Charakter weiter präzisieren und kann sogar aus einem Archetypen schon ein relativ gutes Konstrukt bauen. Ich zum Beispiel nutze dafür die Webseite TV Tropes. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Datenbank für gefühlt beinahe jeden Trope, den man irgendwo in Serien, Büchern und Filmen irgendwo gesehen hat. Man kann dort zum Beispiel auch von seinen Archetypen aus weiter nach Tropes suchen, die zu diesem jeweiligen Archetyp gut passen und damit die jeweilige Persönlichkeit und die Charaktereigenschaften weiter ausdefinieren. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass ihr euch zum Beispiel überlegt, welche Charaktere aus Serien oder Filmen gefallen euch. Dann könnt ihr die einfach auf TV Tropes nachgucken und findet dort eine elendig lange Liste darüber, welche Tropes auf diesen Charakter passen. Ihr findet dort sowohl eine Beschreibung, inwieweit dieser Charakter zu dem Trope passt, als auch, wenn ihr auf den Trope geht, eine Beschreibung, was der Trope an sich bedeutet. Mal angenommen, ihr findet den Charakter Spike aus Buffy total cool, weil er irgendwie bemitleidenswert ist, dann findet ihr auf der Seite von TV Tropes den Trope
Always Second Best. Mit einer Beschreibung, wieso er diesen Trope erfüllt, aber auch, was die Essenz des Tropes ist. Und außerdem findet ihr dort auch, welche Charaktere auch diesen Trope beinhalten und könnt von dort aus nach anderen Charakteren und anderen Tropes suchen. Es gibt aber 2 Probleme, die man bei dem Ganzen beachten sollte. Wenn ihr euch Tropes rauszieht, die euch gefallen, oder sogar Tropes mehrerer Charaktere, die irgendwie ähnlich sind, zusammenlegt, dann kann niemand dafür garantieren, dass euer Charakter wirklich logisch ist. Überlegt euch also gut, ob die Charaktereigenschaften, die dort aufgelistet werden, wirklich zusammenpassen. Oder fügt wenigstens was Eigenes hinzu, damit das Ganze sich wieder zusammenwächst. Darauf gehe ich aber später nochmal ein. Ebenso kann die Inspirationsquelle leider Gottes auch selber schon unlogisch und inkonsistent sein. Es bietet also keine Garantie für einen konsistenten Charakter. Außerdem, nur die Tropes aus einem existierenden Charakter herauszuziehen, macht euren Charakter eigentlich auch nur zu einem Schatten eines schon existierenden. Im schlimmsten Fall macht es ihn sogar zu einer simplen Mary Sue oder zu einem absolut einseitigen Charakter. Verlasst euch also keineswegs nur auf diese Tropes. Tropes können zwar dabei helfen, die Charaktereigenschaften eurer Figur zu präzisieren, aber um damit umzugehen, muss man wirklich erstmal lernen, erkennen, verstehen, was genau eigentlich zusammenpasst und was nicht zusammenpasst. Am Ende solltet ihr aber immer noch die 4. Methode darauf anwenden. Nummer 3. Reale Personen. Viele Autoren beziehen ihre Charaktere aus realen Personen, egal ob sie die persönlich kennen oder ob sie Personen des öffentlichen Lebens sind. Für diese Methode hilft es am meisten, wenn man die Geschichte der Person kennt, aus der man eine Inspiration versucht zu ziehen. Allerdings kann auch nicht jeder Psychologe sein und genau verstehen, warum und wie eine Person handeln würde. Wir können also relativ schwierig mit einzelnen Worten die Handlungen und die Charaktereigenschaften einer realen Person definieren. In diesem Falle wäre es zum Beispiel möglich, sich eine Liste zu machen. Aber was müsste in so einer Liste drinstehen? Ihr könntet darin zum Beispiel Handlungen dokumentieren, die euer Charakter auf eine spezifische emotionale Reaktion ausführt. Wenn ihr wisst, wie euer Charakter auf eine emotionale Situation reagiert, dann könnt ihr auch seine Handlungen konsistenter machen. Eine solche Liste kann man ganz einfach im Internet finden, aber damit ihr nicht lange suchen müsst, habe ich euch eine unten in die Beschreibung gepackt. In dieser Liste habt ihr die jeweiligen emotionalen Situationen ganz einfach aufgeschlüsselt und ihr könnt dann ganz einfach mit dieser Liste die jeweiligen Handlungen aufschreiben, von der ihr der Meinung seid, dass eine reale Person diese in dieser Situation tun würde. Ihr könnt aber auch versuchen, die vorher genannten Tropes auf eine reale Person anzuwenden, auch wenn das nicht unbedingt funktioniert, weil reale Personen eben wesentlich komplizierter sind. Andererseits versucht ihr ja auch nicht unbedingt einen realen Menschen nachzubauen. Oder? Oder? Nummer 4. Eigene Kreation. Eine Sache, an der ihr nie vorbeikommen werdet und ohne die euer Charakter einfach nur ein Schattenbild oder ein Klischee ist, sind eure eigenen Kreationen. Dinge wie Alter, Geschlecht, Aussehen, Ethnie, körperliche Eigenschaften wie Körpergröße, Wohnort, Lebensstil, sozialer Stand und Beziehungen müsst ihr zwangsläufig festlegen. Dabei können euch auch eure Archetypen, Tropes oder realen Personen nur bedingt helfen. Doch wenn ihr eine praktische Liste zum Ausfüllen wollt für die zumindest groben Eigenschaften, die da außenrum noch passieren, dann habe ich auch die euch in die Beschreibung gepackt. Ohne diese eigenen Kreationen passen eure Tropes und euer Charakter nicht wirklich zusammen, denn Tropes sind meistens situationsbedingt. Auch Archetypen entwickeln sich unterschiedlich, je nachdem, wie ihr eure eigenen Kreationen definiert. Deswegen könnt ihr entweder bei dieser Liste anfangen und später eure anderen Charaktereigenschaften dort nebendran schreiben, mit dazu schreiben. Oder ihr könnt euch erst aussuchen, welche Charaktere gefallen mir eigentlich so, die schon existieren, euch die richtigen Dinge rausziehen und dann legt sie euch nebendran und fangt einfach mal mit der Liste an. Aber eine Sache fehlt noch. Nummer 5. Verbindungen und das Resultat. Ihr habt jetzt euren Archetypus, Tropes, eure Charaktereigenschaften von realen Personen und die Sachen, die ihr selbst definiert habt. Was ihr nun damit anstellen könnt, ist, dass ihr durch eure Inspiration durchgeht und euch überlegt, wie genau kann ich diese für meinen Charakter nutzen. Welche Eigenschaften lassen sich verbinden und welche Sachen funktionieren vielleicht doch nicht so ganz, weil ihr bemerkt, dass der Trope nicht zu eurem Charakter passt.
Vielleicht fallen euch zwischendrin auch noch Charaktereigenschaften auf, die ihr drin haben wollt, die aber weder in euren Tropes noch in eure Archetypen reinpassen und ihr müsst einfach ein komplett neues Wort dafür erfinden. Doch am Ende sollte euch eine Sache bewusst sein. Die ganzen Namen, Tropes und Titel, die ihr eurem Charakter gebt, werden am Ende nicht in der Geschichte auftauchen. Es sind die Handlungen, die sich aus diesen Eigenschaften ergeben, die ihr wirklich an eure Leser weitergebt. Also macht euch nicht verrückt über irgendwelche Charaktereigenschaften. Auch ein gut definierter Charakter kann manchmal gegen seine Prinzipien verstoßen oder inkonsistent sein, gerade dann, wenn er sich weiterentwickelt. Trotzdem hoffe ich, dass diese Methoden euch dabei helfen, euren Charakter weiterzuentwickeln, eindeutiger zu machen und irgendwie konsistent. Welche Methoden habt ihr, um einen Charakter zu definieren? Schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare. Und falls ihr noch keine eigenen Methoden habt, was haltet ihr für besser? Sich von realen Personen inspirieren lassen oder von Charakteren, die es schon gibt und die aus anderen Geschichten kommen? Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Zumindest dann, wenn ihr Interesse an solchen Videos habt. Und vielleicht könnt ihr auch dem Video ein Like geben oder so. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.